Mein Name ist Hazel Brugger und dank der Unterstützung unseres Kooperationspartners HelloFresh könnt ihr mein drittes Comedy-Special Immer noch wach jetzt ohne Bezahlschranke und kostenfrei streamen. En gute! Erzählen Sie mir von Ihren Träumen, Frau Brugger. Ich liege in meinem Bett. Ich kann nicht schlafen. Und dann ist da immer wieder dieses Kind. Mama. Egal was ich mache, egal wo ich hingehe, ich komme nicht mehr weg von diesem schrecklichen Kind. Überall ist es. Wenn ich auf die Bühne gehe, ist da dieses Kind. Sogar wenn ich Artikel darüber lese, wie langweilig ich geworden bin, seitdem ich ein Kind habe, ist da dieses Kind. Können Sie mir endlich helfen? Bitte helfen Sie mir. Helfen Sie mir! Ich zeichne zum 3. Mal ein Programm auf und zum 1. Mal bin ich dabei nicht schwanger. Ja, Applaus dafür, dass ich keinen Sex mehr habe. Ich wohne jetzt in Hessen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich habe 2 Kinder und einen Mann. Und wir haben 10 Jahre in Köln gelebt und irgendwann habe ich dann meine Kinder angeschaut. Ich bin selber in einem kleinen Dorf in der Schweiz aufgewachsen. Wir haben in der Großstadt gelebt und ich habe meine Kinder angeschaut und gedacht, wieso sollten meine Kinder mehr Möglichkeiten haben als ich? Die Große ist ganz schön arrogant geworden in der Großstadt. Die hat dann so Sachen gesagt, wenn ich um 17 Uhr gesagt habe, ja, wir müssen den Spielplatz verlassen, wir müssen nach Hause, ich muss noch was kochen. Hat sie so Sachen gesagt wie, ach Mama, wir können doch einfach Sushi holen. Und ich dachte, was, du bist 2 3/4? Wieso weißt du, was Sushi ist? Du wirst nicht mal erkannt von der automatischen Tür, die ins Sushi-Restaurant führt. Du bist für den Sensor der automatischen Tür, die zum Sushi-Restaurant reinführt, weniger wert als ein großes Stück Müll, was es günstig nach oben weht. Und jetzt wohnen wir in Hessen und für mich ist es schon komisch, dort zu leben, aber für die Leute, die dort leben, ist es unglaublich, mich zu treffen. Die können es immer gar nicht, was machst denn du hier? Ich so, ja, was machst du hier? Touché, touché. Nee, die Szene habe ich erfunden, die sprechen kein Französisch. Aber es gibt wirklich oft die Situation, dass Leute mich einfach fotografieren. Und das ist so ein Ehepaar und dann erklärt sie ihm, warum er mich nicht kennt, warum das aber nicht schlimm ist, weil er findet mich ja eh nicht lustig. Vorletzte Woche ist es wirklich passiert, ist ein Pärchen so auf mich zugekommen und er hat so geguckt und so, du, ich glaube, das ist die Hazel Brugger. Und sie so, nee, so hässlich ist die nicht. Also wenn ihr mich mal in echt seht oder wenn ihr eine Version von mir seht, die ein bisschen so aussieht wie ich, aber viel hässlicher, das bin ich. Aber für Hessen langt's und es ist wirklich total...
Es ist wirklich total rührend, wie das ganze Dorf so mitfiebert und wie nett alle sind und wie sie versuchen, mir zu helfen. Ich war letztens beim Grillhähnchenstand. Die Geschichte spielt dann am Dienstag. Also immer dann kommt das Grillhähnchen, so messe ich auch meine Zeit, wenn ich dort Tage verbringe. Am Dienstag kommt das Grillhähnchen, also es kommt nicht selber. Das Grillhähnchen wird gebracht. Das ist in einem Zustand, wenn es ankommt, das kann nicht mehr selber fahren. So messe ich auch die Zeit. Also das Grillhähnchen kommt, dann ist 6 Tage nix. Dann kommt wieder das Grillhähnchen. Und ich stand dann so beim Grillhähnchen und dann kam eine Frau vom anderen Ende des Dorfes, 2 Straßen weiter als ich, lebt sie. Und da hat sie mir gesagt, du bist doch die Hazel Brugger. Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ich weiß, wen du in deinen Podcast einladen musst. Und ich dachte, was geht denn hier ab? Die sind ja mega krass connected, die Leute. Ist echt nicht leicht mittlerweile, Gäste zu finden, die die Community interessieren, die trotzdem aber rangehen, wenn man sie kontaktiert, mit denen ich auch Spaß habe bei einem Gespräch. Und dann dachte ich, krass, das ist mal wirklich Einsatz. Diese Frau hat Connections und nutzt sie auch. Und dann hat sie gesagt, der Herbert, der wohnt neben mir. Und ich bin so jemand, ich kann nicht Nein sagen. Also ich kann es schon. In Theorie weiß ich, wie man es ausspricht. Aber immer wenn ich Nein sagen will, sage ich einfach Ja, weil ich nicht mit dieser 3-sekündigen Enttäuschung im Gesicht des Gegenübers umgehen möchte. Und ich sage dann Ja, obwohl ich weiß, dass das bedeutet, dass ich jetzt 6 Monate lang leide. Und deswegen freut euch auf einen sensationellen Gast, weil ich habe dann gefragt, was macht denn der Herbert, dein Nachbar? Und sie hat gesagt, der hatte letztes Jahr eine 7,5 Kilo Zucchini in seinem Garten. Freut euch auf eine sensationelle Folge. Herbert, wie war denn das? Wie hast du dich gefühlt, als du diese Zucchini geerntet hast? Dachtest du dir nach 7 Kilo einfach, ach komm, was kostet die Welt? Noch ein halbes Kilo wird ja wohl drin liegen. Noch nie ist mir eine Überleitung zu einer HelloFresh-Werbung so leicht gefallen. Ich bin heterosexuell. Das erwähne ich immer. Eigentlich im Dorf muss ich das mehrmals pro Woche sagen. Ich bin heterosexuell, aber ich liebe Lesben. Ich habe mega viele lesbische Fans. Ich liebe lesbische Fans, sind die besten. Jawohl, super. Bin froh, dass ich hier nicht geklatscht habe. Die haben immer so mega starke Finger, dann ist es so laut. Da erschrecke ich mich. Nee, aber Lesben sind die besten Fans. Also wenn ihr euch aussuchen könnt, was für Fans ihr haben wollt, nehmt Lesben, weil sie sind praktisch, sie haben Zeit, sie sind freundlich, sie halten, was sie versprechen. Wenn irgendwie technisch Not am Mann ist, Scheinwerfer geht kaputt, zack, 12 Lesben machen eine Räuberleiter. Ich habe zu meiner Schwägerin, meinen Mann Thomas, er hat so mega viele Geschwister, wir sind seit 12 Jahren zusammen, irgendwann kenne ich sie alle. Er hat mehrere Schwestern und ich habe zu einer seiner Schwestern gesagt, dass ich auf der Bühne gerne drüber reden möchte, dass viele denken, dass ich lesbisch bin. Und dann hat sie gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, was? Ja. Ich bin mit deinem Bruder verheiratet, wir haben 2 bezaubernde Töchter, kannst du ein bisschen Überraschung simulieren, vielleicht so, ja. So hochgehen mit der Stimme, ja. Sie hat gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, aber warum? Also was ist es denn an mir, was so lesbisch wirkt? Dachtest du das auch mal, dass ich lesbisch bin? Und die hat gesagt, ja, die ganze Familie. Also die ersten 3 Jahre waren wir waren uns sicher, wir waren einfach froh, dass der Typ überhaupt jemanden abgekriegt hat. Und dann hat sie gesagt, deine Gangart, Hazel. Hazel, du hast eine lesbische Gangart. Und das stimmt einfach nicht. Also ich finde, wenn überhaupt, habe ich eine asexuelle Art zu gehen. Ich finde nicht, dass ich eine lesbische Aura habe, während ich gehe. Ich finde, wenn, dann strahle ich einfach gar nichts Sexuelles aus. Ich finde, es ist eine sehr praktische Art zu gehen. Es ist eine logische Art zu gehen. Und es schreit jetzt nicht nach, umarme mich bitte. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich gehe, wenn ich keinen Termindruck verspüre und mich unbeobachtet fühle. Dann gehe ich so. Also ich finde, es ist eine sehr konkrete, praktische Art
zu gehen. Ich glaube, ich will einfach nicht geschubst werden. Das ist so mein Hauptziel. Und ich habe dann überlegt, wieso scheint es lesbisch rüberzukommen, wenn man so wirken will, als würde man nicht geschubst werden wollen. Und die Antwort ist, ich glaube, heterosexuelle Männer stehen auf Frauen, die so aussehen, als könnte man sie leicht schubsen. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr so Werbungen seht. Männer lieben das. So eine Frau, die so schubsbar aussieht. Am besten hat sie so... Sorry, ich versuche jetzt niemanden anzumachen. Ist auch immer, wenn die Leute so sagen... Ah, ja, aber Hazel, du wirkst ja gar nicht so, als würdest du einem Mann gefallen wollen. Weil das ist es ja eigentlich, was sie sagen. Sie schauen mich an und sagen sich, boah, die gibt sich ja mal gar keine Mühe, einem Mann zu gefallen. Die muss auf Frauen stehen. Und es stimmt, ich gebe mir keine Mühe, einem Mann zu gefallen. Aber nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich es nicht kann. Ich wünschte, ich wäre so jemand, wo dann ein Pärchen zu mir kommen will und dann sagt sie noch in letzter Minute zu ihm, nein, du bleibst lieber zu Hause. Hazel Brugger auf der Bühne, das ist zu gefährlich. Die Leute meinen das immer als Kompliment, aber es ist überhaupt kein Kompliment, wenn ich ein Foto von mir hochlade, wo ich einfach so aussehe, wie ich aussehe, weil ich brauche viel Hilfe, um gut auszusehen. Also ich brauche so eine Person, die eine 3-jährige Ausbildung hat, die sich 2,5 Stunden um meinen Kopf kümmert, damit ich so aussehe, als wäre ich nicht geschminkt. Wenn ich gar nichts mit meinen Haaren mache, dann habe ich die Frisur eines jungen Otto Waalkes. Aber wenn ich dann mal ein ungeschminktes Bild von mir hochlade, schreiben die Leute, wow, das ist so mutig. Das ist kein Kompliment, okay? Wenn man zu einer Person sagt, so aussehen und nicht aktiv was dagegen unternehmen, das ist mutig. Das erfordert viel Kraft. Auf jeden Fall, Männer lieben das, wenn Frauen schubsbar aussehen. Müsst ihr mal drauf achten, wenn die so, am besten hohe Schuhe, wenig Kontakt mit der Erde, dann so eine enge Hose, vielleicht ein enger Rock, damit man in der Bewegung eingeschränkt ist. Am besten keine Taschen, damit sie gezwungen ist, alles in eine Handtasche zu stecken, damit die Balance so ein bisschen off ist. Ist auch ein Tipp, also ich heiße das nicht gut, aber wenn ihr ein Mann seid, der gerne Frauen schubst, dann immer von der anderen Seite als die Handtasche kommen. Also in die Handtasche rein schubsen. Dann habt ihr so noch die Hilfe der Schwerkraft. Am besten noch so künstliche Wimpern, damit das Sichtfeld eingeschränkt ist. Ich sehe es gar nicht. Ah! Ich habe es einfach nie gelernt, wie man einem Mann gefällt. Ich besitze nicht mal eine Handtasche. Ich bin so jemand, ich stopfe mir alles in die Jacke. Ich liebe auch den Herbst. Wenn dann so der Herbst kommt, dann kann ich endlich wieder Sachen mitnehmen, wenn ich das Haus verlasse. Ich stopfe dann da so an. Ich habe auch die Jacke an, egal wie heiß es wird. Ich ziehe die nicht aus. Ich bin nicht so ein würdeloser Mensch, der sich dann am Nachmittag, wenn es zu warm wird, die Jacke umbindet. Bah! Das hat gar keinen Style, finde ich, wenn man dann so mit so seiner Jacke umgeht. Es fühlt sich immer so an, als hätte man so jemand ganz Kleines, der einem folgt. So eine ganz kleine Person mit dicken Handgelenken. Warte, ich hab dein ganzes Zeug. Einmal habe ich eine Handtasche benutzt. Ich glaube, benutzt sagt man auch gar nicht. Ich weiß nicht. Ich bin so weit weg von dem Thema. Ich weiß nicht mal, wie man darüber redet. Wurde ich vom Papst eingeladen, vom alten Papst. Also die sind ja alle alt, aber ihr wisst schon halt der... Also der nicht tot ist halt. Der tot ist jetzt, aber nicht vorher war er nicht tot. Also das trifft auch fast alle Päpste zu. Oh Gott. Also der eine Papst halt, der hat mich eingeladen. 2024 und der hat 100 Comedians eingeladen und dann dachte ich so, ja, jetzt ist der Moment, jetzt leihe ich mir mal eine Handtasche, weil, boah, ja, das ist ja halt so alles mega homophob dort und ich will dann schon nicht, dass der denkt, dass ich lesbisch bin, weil, das wäre mega unangenehm. Das wäre halt mega unangenehm. Dann bist du in so einem
winzigen Land, wo alles so uralte, verkappt, schwule Männer sind, die noch nie Sex hatten. Und wenn die dann denken, dass ich lesbisch bin, das wäre mega, mega peinlich. Und dann habe ich diese Handtasche von einer Freundin geliehen und habe dann aber gemerkt, das reicht ja noch gar nicht, um cool auszusehen. Also man muss ja bei einer Handtasche auch wissen, wie man sie bedient, weil wenn man sie zu hoch hält, sieht sie so aus, als würde sie stinken. Und wenn man sie zu niedrig hält, sieht man einfach aus wie ein Mitarbeiter von der Deutschen Bahn, der irgendwelche Züge entkoppeln will. Ich finde es schade, dass ich nicht lesbisch bin, auf eine Art. Also ich finde es immer schade, wenn Leute denken, ich wäre lesbisch, aber würde es nicht zugeben. Ich wäre ja wohl die nervigste Lesbe aller Zeiten. Also ich würde ja nur über das reden. Ich rede ja so schon drüber, wie es wäre. Wie wäre es dann erst, wenn ich es wäre? Ich wäre dann so bei jeder Talkshow, egal um was es geht. Markus Lanz fragt mich, wie stehen Sie denn zur Mehrwertsteuer, Frau Brugger? Also ich als Lesbe. Ich finde ja die Schere zwischen Arm und Reich. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht lesbisch bin. Ich stelle es mir mega anstrengend vor, Sex mit Frauen. Also Sex mit Männern, das ist ja was Einfaches. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dass er sagt, Hazelbrugger ist schlecht im Bett. Oh nein, ach nein, das knickt mich jetzt aber. Hazelbrugger ist schlecht im Bett, wie was? Sie hat sich 6 Minuten lang nicht aktiv wegbewegt und in ihrem Kopf noch ein Comedy-Programm zu Ende geschrieben. Oh. Nee, aber Sex mit Frauen, ich bin sehr kompetitiv und das ist schon was, das würde ich gewinnen wollen. Der weibliche Orgasmus, das ist komplex. Das ist sehr, sehr viel so psychologische Bombenentschärfungsarbeit. Da musst du ruhig, aber trotzdem streckenweise im Sprint arbeiten. Du musst ihr emotional das Gefühl geben, zu Hause zu sein, aber auch in einer leicht bedrohlichen Fremde. Du musst ihr zeigen, dass du ihre Traumata verstehst und sie theoretisch auch retten und heilen könntest. Dich aber aktiv dagegen entscheidest, weil du die Stärke in ihr erkennst, es selbst zu tun. Ja, und für den männlichen Orgasmus, da reicht in der Regel ein KI-generiertes Bild von Gandalf mit Brüsten. Du kommst hier rein! Ich bin jetzt 31. Das ist noch nicht so alt, aber scheinbar alt genug, als dass Freundinnen in meinem Alter mich unironisch fragen, ob ich mit ihnen Botox spritzen will. Ich war letzten Monat mit einer Freundin bei einer Eisdiele. Es war Frozen Joghurt, weil ich reich bin. Aber wir waren bei Frozen Joghurt und sie hat mich gefragt, Hazel, ich gehe nachher noch Botox spritzen, willst du mitkommen? Und ich habe gesagt, meinst du das ernst? Also erstens, gehst du wirklich Botox spritzen? Zweitens, meinst du das ernst, dass ich mitkommen soll? Sie hat gesagt, ja, ich meine das total ernst. Man sollte mit lähmendem Gift spritzen. Ich glaube, so hat sie es nicht ausgedrückt. Man sollte mit Botox anfangen, bevor man Falten sieht. Am besten Anfang 30 oder sogar noch in den 20ern. Ich so, also nochmal, meinst du es wirklich ernst? Weil ich erkenne es in deinem Gesicht nicht, ob du es ernst meinst? Und ich habe es dann nicht gemacht, aber ich weiß gar nicht warum, weil ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn man Sachen macht, um sich besser zu fühlen. Aber ich weiß ganz genau, dass ich nicht wüsste, wann genug ist. Also es gibt ja so einen Schlag von Mensch, der einfach nicht weiß, wann genug ist mit Schönheits-OPs. Und das sagt einem ja dann auch niemand. Also kein Chirurg sagt dann so, oh mein Gott, ich habe körperliche Schmerzen, wenn ich sie sehe. Das will man ja auch nicht. Also man will ja gar nicht, dass man sieht, dass man was hat machen lassen. Weil sobald man sieht, ist es ja zu viel. Also eine Schönheits-OP ist wie ein Schlagzeuger. Die Guten bemerkt man gar nicht. Und ich finde,
wenn ich Leute sehe, die zu viel haben machen lassen, dann macht mich das auf so eine existenzielle Art und Weise fertig. Also dann denke ich, krass, jetzt ist dein schlechtes Selbstwertgefühl plötzlich mein Problem, weil ich es angucken muss. Also vorher war es einfach ein gesellschaftliches Problem. Aber jetzt muss ich optisch darunter leiden, dass du denkst, dass du nicht gut genug bist mit deinen inneren Werten, um auch in Würde altern zu können innerhalb der Gesellschaft. Und dann will ich einfach kein Teil davon sein. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo alle gleich aussehen. Also wo man dann auch nicht mehr jugendlich aussieht, sondern einfach so, als würde man skeptisch in den Föhn schauen. Findest du mich jetzt sexy? Ist dieser Föhn an? Ich höre ihn, aber ich spüre ihn nicht. Ich bin skeptisch. Das ist das eine. Und das andere ist, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Also nicht, weil ich jetzt sage, oh, ich sehe toll aus oder oh, ich sehe so schäbig aus, dass es sich nicht lohnt. Aber ich finde es immer schwierig zu sagen, was ich an Leuten überhaupt attraktiv finde. Also bei mir ist es so ein Gesamtpaket. Wenn ich jemanden sympathisch finde, dann finde ich den automatisch auch attraktiv. Wenn ich finde, dass jemand einen guten Humor hat, dann finde ich den schön. Wenn jemand aber nicht sympathisch ist, nicht nett, wenn er sich anderen gegenüber nicht vorteilhaft verhält, dann finde ich die Person automatisch irgendwie auch nicht attraktiv. Und bei meinem Mann zum Beispiel, ich finde den so attraktiv. Ich schaue den so gerne an. Wir sind wahnsinnig lange schon zusammen, aber ich kann nicht aufhören, ihn anzuschauen. Ich gucke ihn so gerne an, aber ich wüsste jetzt nicht, was an Thomas genau attraktiv ist. Also, anders ausgedrückt, ich gucke ihn gerne an, aber mir ein Bild von ihm aufhängen, boah. Nein, danke. Man weiß eh nicht, was die Leute dann am Ende an einem mögen. Ich krieg zweimal die Woche auf Instagram eine Nachricht von irgendwelchen Männern, ob ich ihnen ein Foto von meinen Füßen schicken kann. Und am Anfang habe ich das dann noch gemacht. Da dachte ich so, oh Gott. Ach nein, der arme Uwe 73, der weiß nicht, wie ein Fuß aussieht. Ach, das ist ja schrecklich. Und dann hat Thomas das so mitgekriegt und hat gefragt, was machst du da? Ich so, ich schicke dem Uwe 73 ein Bild von meinen Füßen, der Arme. Der hat entweder so lange Beine oder so einen starren Nacken, dass er selber nicht weiß, wie seine Füße aussehen. Und dann hat Thomas gesagt, hör sofort damit auf, das ist was Sexuelles. Und dann habe ich gesagt, also komm, Thomas, das ist doch nichts Sexuelles als ein Fuß, okay? Männer sind zwar manchmal Ferkel, aber das ist ein Fuß, okay? Das ist ein Fuß, das ist einfach eine normale Art, eine sehr, sehr logische Art, ein Bein zu beenden. So hat auch Gott, als er den Menschen schuf, den Fuß geplant. War so 20 Minuten, bevor er fertig war. Dachte sich so, was machen wir jetzt? Mit wem rede ich überhaupt? Gibt ja noch gar niemanden. Gut, jetzt haben wir hier den Menschen. Super, mit der Wirbelsäule haben wir so einen Ticken länger gemacht als nötig. Sehr gut, damit, wenn man hinfällt, damit es noch so ein halbes Jahr wehtut. Perfekt. Dann haben wir hier am Po und an der Hüfte, machen wir bei den Frauen so ein bisschen Dellen. Machen wir bei jeder Frau. Machen wir standardmäßig, hat jede Frau Dellen. Machen wir aber auch standardmäßig im Kopf, dass sie denkt, nur sie hat das. Perfekt, machen wir die so ein bisschen wahnsinnig, dann fällt es uns leichter, sie zu unterdrücken. Dann machen wir das Knie, machen wir so ein bisschen extra Haut, dass wenn sie steht, dass es so aussieht wie so Lippen von einem Kamel. Perfekt, machen wir die Haut so ein bisschen trockener als beim Rest, damit, wenn sie dann einmal nach Sizilien eingeladen wird und Selbstbräuner benutzt zum ersten und letzten Mal, damit es aussieht, als würde das Kamel Blackfacing tragen. So, wie hören wir jetzt das Bein auf? Was machen wir da? Gehen wir um die Kurve und machen so wie eine Hand, die nicht so viel kann.
Wir gehen um die Ecke, machen eine lange Hand mit 5 Fingern, die gleich... Nee! Zweiten machen wir einen Ticken länger bei manchen. Machen wir 5, ja, machen wir 4. Nee, wir machen 5, aber den kleinen machen wir so klein, der zählt gar nicht. Das ist nur da, damit, wenn man nachts sich am Nachttisch das anschlägt, dass dann die wieder einschlafen kannst. Perfekt. Machen wir auch einen Nagel drauf, der ist zwar so klein, der ist manchmal wirklich so richtig so lächerlich klein. Machen wir so klein, wenn du den lackierst, ein Haar vom Pinsel, schon zu viel Farbe. Machen wir extra weit weg vom Pimmel den Fuß, damit es nichts Sexuelles ist. Sehr gut. ...2021 war ich beim Arzt, ging es mir nicht so gut. Hatte ich ein neues Baby, also die Babys sind ja alle neu. Ist ja selten so ein altes Baby. Uiuiui. Mein Baby hat Rücken. Nee, das ist somit das Einzige, was wir haben, ist die Jugend. Und wir hatten so ein Baby, das hat es so geliebt, wenn man... Sieht ein bisschen aus, als würde ich das zersägen. Aber es hat geliebt, dass man so im Kinderwagen... Also das wollte immer so im Kinderwagen gefahren werden und dann aber sofort wieder bremsen, sodass quasi das Gehirn noch weiterfährt, aber der Schädel schon angehalten hat. Und dann bin ich zum Arzt gegangen in Köln, weil es mir nicht so gut ging. Und ich wusste nicht genau, was mit mir nicht stimmt, weil ich mich so noch nie gefühlt hatte. Und dann habe ich zum Arzt gesagt, Herr Doktor, ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich habe so wie das Gefühl, dass mein Leben an mir vorbeizieht und ich nicht wirklich Teil davon bin, sondern das Leben, das passiert mir einfach so. Und die Dinge, die mich früher mit Freude erfüllt haben und energetisiert haben, fühlen sich anstrengend an und Dinge, die vorher schon anstrengend waren, sind geradezu unschaffbar. Es ist fast so, als würde ich die ganze Zeit nasse Klamotten tragen, aber nicht auf so eine sexy Wet-T-Shirt-Contest-Art und Weise, sondern so, ich bin das Mädchen aus The Ring, aber bin jetzt erwachsen und habe Rücken. Und ich weiß nicht, ob sie mir helfen können, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall nicht mehr so weiterleben möchte. Ich glaube, ich habe eine Depression. Und der Arzt hat mich angeschaut und gesagt, Frau Brugger, sind Sie religiös? Und ich habe ihn angeschaut und gedacht, krass, was für ein konkretes Gefühl in mir hochkommt. Also so ein greifbares Gefühl, so eine aggressive Wut, die in mir aufgekocht ist. Und das war was ich schon lange nicht mehr gefühlt hatte. Und ich dachte, ich will mehr davon. Ich will, dass er weiterredet und habe gesagt, nein, aber wieso meinen Sie? Und er hat gesagt, pilgern Sie mal nach Lourdes, Frau Brugger. Pilgern Sie mal nach Lourdes in Südfrankreich, weil dort pilgern viele Leute hin, denen es nicht gut geht. Und dann werden Sie merken, die ganzen Leute, denen es nicht gut geht, die werden Sie anschauen. Und Sie werden merken, Frau Brugger, dass es Ihnen im Vergleich zu all diesen Leuten gar nicht so schlecht geht. Und ich dachte, krass, ich war ja vorher schon gestresst. Aber jetzt mit einem 4 Monate alten Baby nach Südfrankreich pilgern, wie viele Feuchttücher nimmst du da mit? Zweitens, was für ein Pech hab ich denn, dass ich in einer deutschen Millionenstadt 2021 an einen Arzt gerate, der anstatt auf 10 Jahre der medizinischen Fachausbildung zurückzugreifen, auf eine Puppe von Jesus zeigt und sagt, geh mal zu dem, der hilft dir. Und drittens, was für eine fürchterliche Vorstellung, dass es in Frankreich eine Stadt gibt, wo nur Leute hinreisen, denen es mega beschissen geht,
Nur damit dann andere Leute, denen es nicht ganz so beschissen geht, auch dorthin reisen können, um sich wiederum die anderen Leute anzuschauen, um dann zu denken, oh mein Gott, immerhin bin ich nicht du. Und ich bin dann nach Hause gegangen und Thomas hat mich gefragt, und, was hat der Arzt gesagt? Bist du depressiv? Und ich habe gesagt, nee, ich glaube nicht, weil ich wollte nicht drüber reden. Und er hat gesagt, bist du sicher? Und ich habe gesagt, ja, ich bin sicher, weil würde eine depressive Person sowas machen? Und er hat gesagt, ja, wahrscheinlich schon, weil das war irgendwie gerade mega komisch. Und dann habe ich ein halbes Jahr so weitergemacht und dachte, ich möchte sowas nie wieder erleben. Ich mache einfach weiter und dann wird's schon irgendwie von selber besser. Und ein halbes Jahr später konnte ich dann nicht mehr und es war dann irgendwann unter der Woche, nachts um 2:30, mitten in der Nacht. Ich konnte nicht schlafen, obwohl ich müde war und ich lag dann immer noch wach unter dem Küchentisch und Thomas kam rein und hat mich gesehen und hat gesagt, wir finden eine Lösung, wir rufen morgen mal eine Psychologin an. Und dann habe ich am nächsten Tag die Psychologin angerufen, die in Ulm lebt. Ist eigentlich nicht wichtig für die Geschichte, aber sonst macht es keinen Sinn, wie sie redet. Also, es macht auch so keinen Sinn, wie sie redet, aber in Ulm halt irgendwie schon. Und dann habe ich ihr das alles erklärt und gesagt, ich habe das Gefühl, dass wenn ich mich heute kennenlernen würde, dann wäre das nicht dieselbe Person, die ich kennengelernt hätte, wenn ich mich vor 4 Jahren kennengelernt hätte. Und ich habe das Gefühl, dass ich es nicht schaffe, eine gute Freundin zu sein für Freunde von mir, denen ich eigentlich mein wahres Ich zeigen will. Aber vielleicht ist das jetzt mein wahres Ich und ich weiß nicht, ob das so ist und ob das jetzt für immer so bleiben muss und kann. Und ich glaube, ich habe eine Depression. Und sie hat dann gesagt, Hazel, du hast keine Depression, du musst einfach nur laufen gehen. Und ich dachte, was ist mit diesen Ärzten los? Ich will nicht laufen gehen, ich will chillen. Und dann habe ich 2 Wochen so weitergemacht und zu Thomas gesagt, ich glaube, ich habe keine Depression. Und dann ging gar nichts mehr und ich bin zur Psychiatrie in Bonn und habe einem Psychiater 2 Stunden lang geschildert, wie es mir geht und was mit mir nicht stimmt. Und er hat mich angeschaut und gesagt, Frau Brugger, Sie haben eine mittelschwere bis schwere Depression und ich werde Ihnen jetzt Medikamente verschreiben. Und ich habe gesagt, ja Mann, so machen wir es. Gib mir die Medikamente, du checkst es. Und dann hat er gesagt, ja, aber Frau Brugger, das ist ja nicht genug. Also Sie müssen auch noch Ihr Leben ein bisschen ändern. Versuchen Sie, Schlaf zu priorisieren, versuchen Sie, Arbeiten zu delegieren, versuchen Sie, Stress zu minimieren, versuchen Sie, gutes Essen zu degustieren. Ich dachte, was ist das hier, ein Hidden Track von Fanta 4, es gibt weiter, ist ja mega nervig. Und dann hat er gesagt, und Frau Brugger, gehen Sie jeden Vormittag 20 bis 30 Minuten joggen. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, nein! Ich will nicht joggen. Jogger sind würdelos. Und dann hat er mich angeschaut und ich habe gesehen, dass er mir den Rezeptblock für die Medikamente noch nicht gegeben hatte. Und dann hat er gesagt, Frau Brugger, ich gehe jeden Tag joggen. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich gibt's Ausnahmen, also das ist ja klar. Aber Sie müssen doch zugeben, dass Jogger irgendwie was Würdeloses haben. Und dann hat er gesagt, nee, erklären Sie bitte. Und dann habe ich gesagt, also komm, ich habe noch nie einen fröhlichen Jogger gesehen. Ich habe noch nie einen Jogger gesehen, der aussieht, als hätte er Spaß beim Joggen. Alle Jogger hassen entweder sich oder ihre Uhr. Und so, oh Mann, scheiße, gestern war ich schneller. Am schlimmsten sind Jogger an der roten Ampel. Ich hatte so eine gute Zeit. Lass mir doch von einer scheiß Lampe nicht vorschreiben, ob ich laufen kann oder nicht. Am allerschlimmsten ist, wenn der Marathon in der Stadt ist und dann so Jogger sich stretchen, sich dabei so unterhalten. Die Pasta-Party hat ja mal richtig gefetzt gestern. Ja, ich habe jetzt geübt, wie ich ein Gel essen kann und mir nicht in die Hose scheiße.
Und hat's geklappt? Nee, aber ich mache mir jetzt die Leggings in die Socken. Und der Psychiater hat mich angeschaut und gesagt, wissen Sie, Frau Brugger, kein Mensch joggt freiwillig. Niemand joggt gerne. Frau Brugger, wir sind an einem Punkt in der Zivilisation angekommen, wo wir gar nichts mehr machen müssen. Wir müssen unser Essen nicht mehr jagen. Wir können einfach einen Bildschirm wischen und dann kommt ein nasser, vollgeregneter Mann aus Bangladesch mit einer Tüte voller Essen. Niemand, der joggt, joggt freiwillig, Frau Brugger. Alle Menschen, die joggen, joggen auf Rezept. Und das hat mich überzeugt. Und seit 4 Jahren gehe ich jeden Tag 20 bis 30 Minuten joggen. Und ich hasse es. Ich hasse es. Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Aber das Gute ist, die 23,5 restlichen Stunden am Tag, wo ich nicht jogge, denke ich mir, Gott sei Dank muss ich nicht auch noch joggen gerade. Ich habe einen Tipp an euch, falls ihr joggen wollt. Falls ihr sagt, ach, kannst ja mal ausprobieren. Ich habe gar nicht viele Tipps, ich habe nur einen Tipp. Wenn ihr joggen wollt, dann fangt so an, immer Richtung Nordosten, also weg von Lourdes. Weil wenn ihr Lourdes im Rücken habt, dann sind die Leute, die euch entgegenjoggen, unterwegs dorthin. Und wenn schon nach Lourdes pilgern hilft, meine Fresse, wie knallt dann erst nach Lourdes joggen? Die Pause werde ich doch nutzen, um mir eine leckere Zucchini-Quiche zuzubereiten. Bevor ihr euch überlegt, was für einen Snack ihr euch jetzt reinpfeifen wollt, überlegt euch doch vielleicht, was ihr zum Abendessen kochen wollt. Also ich muss das ja kochen. Dank HelloFresh könnt ihr übrigens dieses Programm gratis und ohne Bezahlschranke schauen. In diesem Sinne, eng Gurte und Schnitt. Ich habe jetzt 2 Kinder. Das ist doppelt so viel wie vorher. Ich weiß, es gibt Leute, die interessiert das nicht, dass ich Kinder habe. Es gibt so Leute, die keine Kinder haben, die dann sagen, so reden übrigens Leute, die keine Kinder haben. Ich habe keine Kinder. Oh Mann. Oh, ich habe keine Kinder. Oh, ich habe irgendwie zu lang geschlafen. Oh, wo soll ich denn hin mit meinem ganzen Geld? Ach Mann, ich muss in den Urlaub. Ich habe noch Urlaubstage übrig. Ich kann das gar nicht. Wieso gehen denn alle zu Ferienzeiten in Urlaub? Ist ja viel teurer. Ist ja mega blöd, wenn man das macht. Ah, ich habe keine Kinder. Ich mag das nicht, wenn Leute über ihre Kinder reden. Wie wichtig kann das schon sein? Das ist kein großer Unterschied. So reden Leute, die keine Kinder haben. Wehe, man sagt zu Leuten, die keine Kinder haben, wenn man Kinder hat, dass man nicht immer gerne Kinder hat. Dann sagen sie, du wolltest Kinder. Ja, gut. Aber Kinder wollen. Und Kinder haben und das wollen. Das ist ein großer Unterschied. Ein Kind wollen ist wie wenn man sich so ein Foto von einem Donut anschaut und sich denkt, oh, so ein Donut, den könnte ich mir jetzt aber schmecken lassen. Und dann kommt das Kind und dann wird erwartet, dass du jeden Tag 40 Jahre lang, 24 Stunden am Tag dir die Donuts reinstopfst und wehe, du lächelst nicht, während du sie frisst. Ich bin sehr gerne Mutter. Ich liebe meine Kinder. Wirklich, es ist wirklich toll, Mutter zu sein. Dieser Grad an Liebe, das ist auch, also, oh Gott, sie lieben mich so sehr. Ich will gar nicht damit angeben, aber es ist wirklich
Also wenn es nicht meine Kinder wären, dann würde ich die Polizei verständigen. Es ist nicht okay, wie sehr diese Kinder mich lieben. Ich war vorletzte Woche auf dem Klo und hatte beide Kinder gleichzeitig auf dem Schoß. So sehr lieben die mich. Meine Töchter sind 1 und 4 und ich habe dann so die Einjährige, gut, ich war selber schuld, dass sie auf meinen Schoß wollten, weil ich bin zu nah an der Sonne geflogen. Ich habe gedacht, ich mache jetzt mal die Tür zu, wenn ich aufs Klo gehe. Vergiss es, die Einjährige sofort einen Anfall gekriegt, reingekommen, dann die 4-Jährige auch reingekommen. Die will ja auch, dass man weiß, dass sie existiert. Deswegen ist sie der lauteste Mensch aller Zeiten. Und dann ist die Einjährige auf meinen Schoß gekrabbelt, die 4-Jährige musste dann natürlich auch. Und dann mache ich es immer so, dass die Einjährige links ist. Und dann kann ich sie nämlich unterstützen. Ich bin Linkshänderin, dann kann ich ihr noch ein bisschen helfen. Und rechts ist auch dann der Klopapierhalter von uns. Und die Große kann halt schon ein bisschen mithelfen. Ich habe ja keine Hände mehr frei. Thomas, ein toller Vater, aber hatte noch nie die Kinder auf dem Schoß beim Kacken. Das wollen die gar nicht. Thomas ist manchmal wochenlang auf dem Klo. Dann schiebt er so einen Zettel unter der Tür durch. Bring mir ein Ladekabel. Es ist immer sehr skurril, wenn wir dann so da sind, weil die Große, die 4-Jährige, ich will nicht sagen, dass sie nervt, aber manchmal schaue ich mir so Trump-Reden an, um runterzukommen. Also wenn ich mal so jemand Vernünftiges reden hören will, der nicht ganz so von sich selber überzeugt ist. Also man kann über Trump sagen, was man will. Ich bin jetzt auch kein Mega-Fan. Aber er hat noch nie während einer Rede sich an den Boden geschmissen und mit den Fäusten getrommelt und gesagt, ich will aber die Batterie mit in die Badewanne nehmen. Und das rechne ich ihm hoch an. Auf jeden Fall sitze ich dann so da auf dem Klo. Links die Einjährige, rechts die 4-Jährige, die alles laut sagt, was sie denkt. Mama, wenn man Kaka isst, kriegt man auer Bauch. Das ist komisch, weil die Kaka kommt ja aus dem Bauch. Stimmt, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Mama, der Louis hat Kaka gegessen und jetzt ist er seit 2 Wochen nicht in den Kindergarten gekommen. Der Louis ist der Erzieher. Und das Krasse ist, so anstrengend diese Zeit in meinem Leben gerade ist, ich weiß, dass ich diese Phase später mal vermissen werde. Weil alle Leute, die älter sind, die schon erwachsene Kinder haben, wenn man Leute fragt, deren Kinder schon groß sind, wenn man sie fragt, was war denn die schönste Zeit in eurem Leben, dann sagen alle immer, als die Kinder noch klein waren, das war die schönste Zeit meines Lebens. Und ich will dann immer antworten, was, es wird noch schlimmer! Es stimmt natürlich, dieses Level an Zuneigung nimmt nach, dieses Gebrauchtwerden, diese Körperlichkeit, diese unmittelbare Liebe, das verändert sich, das wird weniger. Die Liebe geht zwar nicht weg, aber sie wird anders. Ich bin jetzt 31, ich liebe meine Mutter, aber ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als bei Susanne auf dem Schoß zu sitzen, während sie kackt. Wie muss ich mir das überhaupt vorstellen? Dann ist dann so die Susanne, dann sitze ich so auf ihrem Schoß, dann sitzt auf meinem linken Bein das Baby, auf dem rechten die 4-Jährige und die sagt, Mama, wir sind ein Mehrgenerationen-Klo. ich bin gerne Mutter, aber ich freue mich drauf, wenn meine Kinder so ein bisschen unabhängiger sind. Einfach so einen ganz kleinen Ticken unabhängiger, weil im Moment ist es so, dass ich bei jedem sozialen Akt noch dabei sein muss. Also wenn die 4-Jährige Bock hat, mit jemandem zu spielen, dann muss ich die Mutter von dem Kind anrufen und dann sagen, ja, können wir bitte mit deinem Kind spielen, komm, weil wir finden dein Kind total cool.
Und dann treffen wir uns irgendwie samstags um 7:30 morgens. Wir sind alle schon seit 4 Stunden wach. Es dauert noch 2 Stunden, bis die Sonne aufgeht. Und dann hocken wir so da, schauen den Kindern beim Spielen zu, was für meine 4-Jährige einfach heißt, dem anderen Kind alle Anna und Elsa Sachen wegzunehmen und dabei hämisch zu lachen. Und ich sitze mit Melanie in einer Küche. Ich habe Melanie noch nie vorher gesehen. Ich habe sie auch nur unter Mama Marie eingespeichert. Und dann versuche ich mich nicht zu bewegen, weil ich denke, dann sieht sie mich vielleicht nicht. Und sie guckt mich an und sagt, Hazel, wie ist es, wenn man bei LOL nicht lachen darf? Hazel, an was denkst denn du, wenn das so mega Lustiges bei LOL passiert und du darfst einfach nicht lachen? An was denkst denn du in so einem Moment? An diesen Moment, Melanie. Sprich weiter, deine Dummheit gibt mir Kraft. Was ich eigentlich werden will, ist Oma. Also ich finde, Mutter sein ist nur ein notwendiger Zwischenschritt, um Oma zu werden. Opa sein stelle ich mir nicht so cool vor, da ist die Messlatte irgendwie zu niedrig. Also ein guter Opa, was ist das? Also so ein Kompliment für einen Opa ist so, der Opa ist so toll, der hat 2 Stunden nicht das N-Wort gesagt. Juhu! Nee, aber als Oma, ich bin auch so abhängig von Omas. Also beim ersten Kind war es noch so, da habe ich nur auf die eigenen Omas zurückgegriffen. Meine Mutter, meine Schwiegermutter haben super mitgeholfen, aber jetzt beim zweiten Kind, ich nehme alles. Also alles, was sich irgendwie als Oma identifiziert, darf mithelfen. Letztens habe ich die Kleine, zu einer Oma gegeben, habe ich so gehört, hat sich gar nicht so angehört, wie wenn man das zu einer Oma gibt, das Kind. Habe ich gesehen, das ist gar keine Oma. Das war eine Monstera-Pflanze, wo ein weißer Luftballon drin hing. Hab ich gesagt, mach dein Ding, ich kann nicht mehr. Monstera, du regelst. Es gibt nur 2 Arten von Omas. Auf der ganzen Welt gibt es nur 2 Arten von Omas. Jede Oma auf der ganzen Welt ist entweder verbittert oder verballert. Verbitterte Omas sind die, die so Sachen sagen wie, und hat's uns geschadet? Und alle wollen sagen, ja. Und verballerte Omas, so eine will ich mal werden. Das ist so eine, die dann so im Winter auf den Spielplatz geht und dann sagt, oh, ich habe ganz vergessen, eine Mütze einzupacken. Hab ich der Kleinen einfach eine Strumpfhose um den Kopf gewickelt. Eine verballerte Oma, sowas werde ich dann mal. So eine verballerte Oma ist eine, die sich zum Lebensziel gesetzt hat, herauszufinden, wie viele Karamellbonbons in ein 14 Kilo schweres Kind passen. Und zwar 44 und nach dem Kotzen nochmal 12. P. Diddy. Ja, da fehlt irgendwie noch der Übergang. Aber ich habe einen Bruder, der mag P. Diddy. Der ist zu mir gekommen, der hat mich gefragt, Hazel, kann man noch P. Diddy hören? Du bist ja im weitesten Sinne Teil der Popkultur, Hazel. Würdest du mir helfen bei der Beantwortung dieser Frage? Findest du, man kann jetzt, wo man weiß, dass selbst wenn nur das stimmt, wofür P. Diddy auch belangt wurde, dass es dann bedeutet, dass P. Diddy seine Musik und seine Kunst und seine ganze Legacy, sein gesamtes Erbe unter anderem auch dafür missbraucht hat, um ein System aufzubauen, was nicht nur ihm ermöglicht hat, Leute auszunutzen, sondern auch Drittpersonen ermöglicht hat, wiederum Viertpersonen so sehr auszunutzen, dass sie bis an ihr Lebensende traumatisiert sind. Findest du, man kann noch P. Diddy hören, wenn man es so wie ich ja eigentlich nur tut, um sich selber in eine Zeit zurückzuversetzen, die weniger kompliziert war. Weil wenn ich Musik höre, Hazel, dann ist das für mich eine einfache Art, in der Zeit
zurückzureisen und ich will eigentlich mit dem Hören von Musik weniger an Probleme in der Gesellschaft denken als noch mehr. Und für mich ist es dann eine schöne Art, runterzukommen. Aber findest du, man kann das noch machen? Das hat er so natürlich nicht gesagt. Also mein Bruder wohnt noch in dem Dorf, wo wir aufgewachsen sind. Ich glaube, sein genauer Wortlaut war: Hey, wir kommen noch bitte die Leute. Und ich habe dann gesagt, ich finde es eine gute und schwierige Frage, aber ich finde, es ist falsch an der Frage, dass du versuchst, sie von jemand anderem für dich beantworten zu lassen, weil es ist so eine dieser wenigen Fragen, die so gut und so wichtig sind, dass man sie in sich selbst und für sich selbst beantworten muss, weil die Frage, auf die es ja abzielt, ist ja eigentlich, ob man Kunst und Künstler trennen kann. Und das für sich selber zu beantworten, zeigt ja, ob man sich als Teil des Kunstwerks sieht, wenn man Konsument ist. Und es zeigt ja auch, dass Kunst wahrscheinlich niemals abgeschlossen ist, nur innerhalb des Künstlers, sondern erst in der Rezeption anfängt, gesellschaftlich relevant zu wirken. Und wenn man sich selber zwingt, diese Frage immer wieder auf einer Bauchgefühlsebene und eben nicht im Kopf zu beantworten, dann schafft man es vielleicht für sich, sowas wie einen intuitiven moralischen Kompass zu entwickeln, der es einem leichter macht, mit anderen von der Kunst losgelösten gesellschaftlichen Fragen umzugehen. Das habe ich so natürlich nicht gesagt, weil mein Bruder wohnt halt noch in dem Dorf, wo wir aufgewachsen sind. Ich glaube, mein genauer Wortlaut war: Mach doch, was du willst, ist mir egal. Aber ich finde die Frage, ob man Kunst und Künstler trennen kann, wirklich total interessant. Ich finde, 2 Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein, damit man überhaupt erst drüber nachdenken kann, ob sich Kunst und Künstler trennen lassen. 2 Sachen müssen gleichzeitig wahr sein und stimmen. 2 Aspekte müssen erfüllt sein. Das erste ist, die Kunst, für die der Künstler bekannt ist, darf in keiner Weise in einem Zusammenhang damit stehen, wofür der Künstler berüchtigt ist. Also das Gegenbeispiel wäre R. Kelly. Wenn R. Kelly einen Song produziert, der heißt Age Ain't Nothing But a Number, und dann stellt sich raus, dass während dieser Song gespielt wird, im Publikum Minderjährige rekrutiert werden, um danach sexuell missbraucht zu werden von R. Kelly, absolut keine Diskussion, geht gar nicht. Also brauchen wir gar nicht drüber reden, keine Diskussion, geht nicht. Die zweite Bedingung, die gleichzeitig wahr sein muss, ist, die Kunst, für die der Künstler bekannt ist, muss so unfassbar gut und wichtig sein, dass wir als Gesellschaft sagen, wir können es uns nicht leisten, darauf zu verzichten. Das ist so eine wichtige Erfindung, das ist so wichtig für unsere Spezies und das Selbstverständnis von uns als Menschen, dass wir nicht darauf verzichten können. Zum Beispiel der Erfinder des Schnürsenkels. Ich will nichts über ihn hören, was für ein geiler Typ. Ich weiß nichts über ihn, aber ich will nicht in einer Gesellschaft von Klettverschlüssen leben. Ich wechsle nicht in eine Welt, wo man zu einer Dinnerparty kommt und das Erste, was man hört, ist: Oh, ich habe ganz viel Zeug hier in meiner Kleidung. Oh, wenn ich so mache, dann blinkt's. Ich war, als diese ganze Sache mit R. Kelly langsam publik wurde, im ICE. Ich war im Zug unterwegs mit meiner kleinen Tochter, die war damals so ein halbes Jahr alt und ich hatte sie auf dem Arm. Und dann kam eine andere Mutter zu mir mit einem 2,5-jährigen Mädchen an der Hand und hat mich gesehen und hat gesagt, Sie sind doch Hazel Brugger. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, können Sie bitte kurz auf mein Kind aufpassen, während ich auf Toilette gehe? Und weil ich nicht Nein sagen kann, stand ich dann da mit Emilia und habe sie angeschaut und gesagt, ja, Emilia,
Kann ja über P. Diddy sagen, was man will, aber der Typ muss nicht im Zug auf irgendwelche fremden Kinder aufpassen, während die Mütter aufs Klo gehen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie findet, ob man noch R. Kelly hören kann. Und sie hat mich angeschaut, wusste nicht. Dann habe ich sie gefragt, ob man noch P. Diddy hören kann. Sie wusste nicht. Und ich weiß nicht, ob man Kunst und Künstler trennen kann. Ich bin nicht final zu einer abschließenden Antwort für mich gekommen. Also wenn ich zum Beispiel zu einer Gartenparty eingeladen werde, wenn meine Nachbarin, wenn die Beate so eine Gartenparty veranstaltet, dann ist da so ein Buffet und dann ist da so eine Quiche. Und ich denke mir, Alter, ist das eine geile Quiche, die sieht ja mega geil aus. Da hat ja mal jemand das Konzept Quiche verstanden und aufs nächste Level gehoben. Da hat jemand jede einzelne Zutat mit der nötigen Säure, Süße, Schärfe und Salzigkeit behandelt. Da ist jemand auf die Konsistenzen der rohen wie auch gekochten Gemüsesorten eingegangen. Da hat jemand gesagt, ach so, eine Karotte ist roh total bissfest, aber eine Zucchini nicht. Und wenn sie dann bei gleicher Garzeit und Gartemperatur auf einer ähnlichen Mundgefühlsebene landen sollen, dann muss ich ja die Karotte dünner schnippeln als die Zucchini. Also ihr versteht, wie Kochen funktioniert, aber einfach so jemand, der sich richtig Mühe gegeben hat und dann denkt man sich so, Alter, und von oben sieht's aus wie ein Mandala, das ist ja perfekt, das ist ja wahre Kunst. Und dann hebt man es hoch und denkt sich, wenn jetzt auch noch der Boden gut ist und der Boden ist gut, er ist nicht zu dick, aber auch nicht so dünn, dass es nach unten suppt und dann beißt man rein und denkt sich, oh Gott, Beate, diese Quiche. Beate, wer hat diese Quiche gemacht? Beate, sag es mir, wer hat diese Quiche gemacht? Und Beate sagt, Adolf Hitler. Darf ich dann diese Quiche noch gut finden? Darf ich dann in dem Wissen, dass Adolf Hitler ja schon tot ist und das nicht mitkriegt, wenn ich seine Quiche runterschlucke und sage, lecker, lecker. Darf ich dann in dem Wissen, dass Adolf Hitler ja, bevor er gestorben ist, mindestens 45, wenn nicht sogar 75 Minuten bei dem Level an Qualität in diese Quiche investiert hat, die dann aus irgendeinem Grund in der Eistruhe von meiner Nachbarin Beate gelandet ist und die sie aus einem nochmal anderen Grund an dem Tag, wo ich in die Nachbarschaft ziehe, aufgetaut und dargeboten hat und dann auch noch zugegeben hat, dass das die Hitler-Quiche ist. Darf ich dann in dem Wissen über all das, darf ich dann diese Quiche runterschlucken und lecker finden? Emilia wusste keine Antwort. Ihre Mutter war dann endlich fertig auf dem Klo und hat sie wieder abgeholt. Und mir ist dann aufgefallen, ich finde es schade, dass man immer nur über Kunst und Künstler und die Trennung derer beiden spricht, wenn was Schlimmes passiert. Ich finde, man könnte auch anfangen, im Positiven darüber zu sprechen, dass es sich vielleicht lohnt, Kunst und Künstler zu trennen. Also, um es genau zu sagen, nur weil ihr mich jetzt auf der Bühne gesehen habt und vielleicht sagt, oh, das war ja lustig. Da habe ich ja gerne zugeschaut. Das ist ja eine nette, die Hazel. Oder wie auch immer ihr meinen Namen aussprecht. Nur weil ihr mich auf der Bühne sympathisch findet, heißt das nicht, dass ich in echt auch ein netter Mensch bin. Okay, also ganz klar ausgedrückt, wenn ihr mich seht im ICE und ich habe schon mein eigenes Baby auf dem Arm, ich bin schon am Anschlag. Geht nicht davon aus, dass ich ein genügend guter Mensch bin, um mich tatkräftig und erfolgreich um euer Kind zu kümmern. Bitte macht es wie jede gute Mutter da draußen. Nehmt euer Kind bitte einfach beim Kacken auf den Schoß. Vielen lieben Dank. Du hast gut lachen.
denn du bist wunderschön. Du musst nie irgendwas Spezielles machen, außer rauchend in der Ecke stehen. Du bist wie ein Versprechen nach nem Koranriff im Rhein. Aber draußen dort beim Gästebuch, ja, da fällt dir leider überhaupt gar nichts ein. Darum brauchst du mich wie ein Auto sein Benzin. Und darum brauchst du mich, sonst bleibst du einfach. Ja, gibt es Fragen an dieser Stelle? Könnt einfach, wenn ihr eine Frage habt, ihr könnt es einfach reinrufen. Ihr müsst gar nicht aufschrecken. Was war in der Quiche drin? Was? Also Gemüse. Was war in der Quiche drin? Ja, vegetarisch, logisch. Also, oder? Ich meine, was gab's früher so in den 40ern für Gemüse? Nicht so viel, während dem Krieg. Keine Bananen auf jeden Fall, das ist ja klar. Wahrscheinlich eine Mohrrübe, so wurde das auch damals genannt. Eine Pastinake, ist auch so ein Gemüse, was man nur kennt, wenn man ein Baby zu Hause hat und zu faul ist, um zu waschen, weil das ist das einzig Gute an Pastinaken, dass sie keine Flecken machen, weil sie weiß sind. Pastinake, so stelle ich mir vor, dass mein Pimmel aussehen würde, wenn ich einen hätte. Also, weil so mega seltsam aussehend und weiß. Ja, sorry, jetzt habe ich irgendwie von der Hitler-Quiche auf meinen Pimmel. Das ist mega geschmacklos. Ein Ei. Dann wahrscheinlich glutenarmer Teig, aber nicht glutenfrei. Weil früher war es wahrscheinlich noch nicht so überzüchtet, der Weizen. Aber keine Butter, Margarine. Vielleicht war es, bis auf das eine Ei, war es sogar eine vegane Quiche. Also, ja, weiß nicht. Dann hat Beate aber ein sehr altes Kühlfach. Beate hat ein mega altes Kühlfach. Das ist 400 Meter unter der Erde. Aber das war ja, also... Das ist ja nicht wirklich so passiert. Das weißt du schon, oder? Ich kann gut alleine sein, auch wenn ich es überhaupt gar nicht mag. Ich nehme ein Abendbrot im Stehen ein, Spaghetti mit Spinat. Schau ich den Flugzeugen nach und ich hoffe, dass du weinst. Bitte, bitte wein jetzt. Deine Sachen packst und zu mir kommst. Ich kann mit niemand anderem sein. Und darum brauch ich dich. Es ist verloren, erbärmlich und klein. Frage. Drittes Kind? Wow. War das Söder und will er mein Kind essen? Ich hab Hunger. Ich hab Kohldampf, mach mir noch ein drittes Kind. Ja, würde mich wundern. Also, irgendwie so voll gerne, aber ich würde es, glaube ich, nicht überleben. Also, wäre super süß. Ja, bitte? Ich bräuchte noch ein drittes Bein, stimmt. Aber eigentlich, wir könnten doch dann so einen Trippeldecker machen. Oder ein Quadrupel, wenn die Susanne sich noch unten reinklemmt. Ein drittes Bein, oder ich könnte mir irgendwo eine Pastinake auf die Klobrille legen. Nur das Kind sich hinsetzt. Stell dir vor, wie ich mein Glück kenne, kriege ich dann so Zwillinge. Und die sehen dann beide aus wie Thomas und haben auch so einen kalorischen Bedarf wie er.
Und dann stille ich die so, weil unsere Kinder haben auch immer so mega den Milchhunger. Und dann werde ich so ganz klein und dünn. Und dann wehe ich einfach so davon. Wie die Feder am Anfang von Forrest Gump. Das wäre so mein Schicksal. Und dann fragen die Leute im Kindergarten, wo ist denn die Mama? Die ist davon geweht. Sie war zu schwach. Aber ich stelle es mir eigentlich auch schön vor, als Ende vom Leben, dass man dann so wegfliegt. Und dann sehe ich so von oben durchs Dachfenster, wie Thomas so mit den 4 Kleinen alleine ist. Und sie sind so mega am struggeln, schreien sich an. Aber ich bin so weit weg, dass ich es nicht höre. Und dann knacke ich einfach in 2 Hälften. Und dann kommt so Konfetti aus meiner Wirbelsäule. Ja, also ich glaube eher kein 3. Kind. Jetzt ist super, perfekt.